Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und heute kommen wir oldschool-mäßig mal auf so ein mehr oder weniger Basic-Video wieder zurück nach längerer Zeit. Hängt aber damit zusammen, dass ich ein paar Sachen für euch parat habe, die ich euch so in der Form noch nicht hier auf YouTube gezeigt habe, die eventuell ganz interessant sein könnten für den einen oder anderen Gildenleiter unter euch. Ja, und zwar geht es heute um das Thema Gildenpet bzw. die Hydra. Welche Hydra ist was für ein Gegnertyp mit welchen Stats etc. pp. Ist ganz interessant zu wissen für den Gildenleiter, da der ja das Gildenpet anpassen kann und ja, so das optimale Pet gegen die Hydra eventuell aussuchen kann. Ne? Angefangen natürlich das ganze Prozedere mit der Hydra bzw. mit den Pets ist halt für eine Sache ganz wichtig, und zwar für die Daily Quest. Die habe ich gerade nicht, hier habe ich die noch auf meinem Free-to-Play. Jo, da hängt sie, ne, für den Geheimauftrag. Ne, das Ganze setzt sich hier natürlich in Kombination zusammen, also man bekommt als Belohnung natürlich Erfahrung, ne? Und das Ganze setzt sich hier zusammen, indem ihr zuallererst erstmal Stufe 10 erreicht, ja, und dann eben durch euer Level wird das Ganze beeinflusst, beziehungsweise die Anzahl der Köpfe von der Hydra, die ihr mit eurer Gilde zusammen gelegt habt. Ja. Pro Kopf, gefallener Kopf, bekommt ihr 25% mehr auf eure Erfahrung. Dann haben wir hier einmal nochmal die ganzen Missiontypen, die halt eben auftreten können. Da gehe ich jetzt nicht nochmal genauer ins Detail ein. Da könnt ihr euch gerne einen Screenshot machen oder das Video pausieren, falls ihr das Ganze hier ja, nochmal ein bisschen detaillierter haben wollt. Ansonsten, ja, wie gesagt, ist das Ganze natürlich levelabhängig, ne? Das heißt, umso höher ihr im Level seid, desto weniger Erfahrung bekommt ihr natürlich auch dadurch. Das hängt halt eben mit der Levelkurve zusammen, ne, die ich hier nochmal für euch parat habe, wo man halt eben sieht, dass man bis zur Stufe 393 Erfahrung plus bekommt, und ab der Stufe geht dann halt die Erfahrung eben langsam zurück. Dafür steigt das Gold aber sehr rapide nachher später ja, aufwärts. So. Und hier sieht man halt eben auch, dass man erst so ab Stufe 500 circa so langsam auf Gold wechseln sollte, weil es dann halt eben sich so richtig lohnt, nachher hinten raus auf Gold zu gehen. Ne? Und deswegen ist dieser Schnittpunkt hier, nehmen viele als gute Grenze, wo man sagen könnte, jo, jetzt lohnt sich das Ganze auf Gold zu gehen. Ne? Und die Erfahrung wird halt eben immer weniger in den Quests, und nicht nur in den Quests, sondern halt auch in der Akademie wird es halt weniger. Wenn ihr euch mal anschaut, alleine wie wenig Erfahrung ich pro Stunde mache, ne? Wie wenig hier zusammenläuft. Ne, pro Sekunde mache ich 29 XP, wie viel macht ihr? Ja, das ist so das Ding, und natürlich halt wirkt sich das Ganze auch auf die Daily Quest aus. Ne? Deswegen ja, bekommt ihr natürlich im Late Game da weniger, aber die Daily Quest ist nachher früher oder später eure Haupteinnahmequelle im Late Game für Erfahrung, weil ihr da halt eben, wenn ihr eine gute Late Game Gilde habt, könnt ihr halt eben sehr viele Hydra-Köpfe besiegen und dadurch halt eben sehr gute Prozente auf eure Daily Quest bekommen. Zum Beispiel bei Viper weiß ich, der ja, ja in einer der besten Gilden weltweit spielt. Ach, habt ihr das auch, dass das Game die ganze Zeit freest irgendwie? Also das habe ich hier und da schon mal gelesen irgendwie. Also das ist ziemlich nervig, passiert bei mir recht häufig. Ja. Beziehungsweise auf S1.de bei Phoenix, ne, die bekommen da halt über 30 Millionen pro Quest. Ne, da komme ich lange nicht ran. Wir sind aber auch lange nicht so weit mit unserem Gildenpad beziehungsweise der Hydra. Und das ist halt, liegt halt eben auch an der Gesamtleistung der Gilde und wie aktiv halt eben auch die Gilde ist. Ne? Hier eben ganz interessant mal zu sehen. Hier haben wir die einzelnen Hydra-Stufen, die es gibt, und halt eben, was das für Gegnertypen sind, was für Klassen das sind und was für Werte die haben. Und das ist eben sehr interessant für die Gildenleiter, weil die halt eben als einziger das Gildenpad anpassen können gegen die Hydra. Ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel bei Hydra 10 sind, dann haben wir hier zum Beispiel einen Kundschafter, dann wäre vielleicht ein Magier-Pet ganz interessant. Jetzt bei der 12-köpfigen Hydra, da haben wir einen Krieger. Da wäre ein Magier jetzt eher uninteressant, sag ich mal. Da wäre vielleicht jetzt eher ein Kundschafter oder so als Pet ganz, ganz interessant. Ne? Bei der 13 wäre Magier halt wieder super. Ne? Und so kann man dann halt eben gucken und das Pet halt eben
anpassen, falls das Ganze nicht so reibungslos ablaufen sollte. Dazu muss man sagen, das Pad setzt sich halt eben aus den erstbesten 25 Spieler der Werte so zusammen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ergeben dann so halt die Gesamtsumme von dem jeweiligen Pet. Das heißt, wenn ihr halt wie bei uns jetzt zum Beispiel viele Magier in der Gilde habt, ist es halt eben auch vorteilhaft, ein Magier-Pet halt eben auch zu nehmen. Falls ihr da aber partout nicht weiterkommen solltet bei der Hydra, wäre vielleicht ein Wechsel ganz interessant. Und ja, ich hatte hier unseren Gildenleiter die Liste auch schon mal zukommen lassen, weil wir halt eben sehr lange ziemlich krass hinterherhängen mit der Hydra und eigentlich, ich weiß nicht, ob es mit der Aktivität der Gilde zusammenhängt oder ob das seit dem letzten Update irgendwie so damit zusammenhängt, weil wir waren zwischenzeitlich echt schon mal so bei der 14er Hydra gewesen und haben uns auch da gehalten. So, ne? Und seitdem her kam halt ein neues Update, so dass halt eben die ersten 25 Spieler waren das damals gewesen, da konnte man auch da haben die Offiziere auch dazu gezählt. Da gab es dann noch die Offizierstaktik, die ersten 25 Offiziere genommen. Und um halt eben so die ersten 25 besten, sagen wir mal beispielsweise Magier zu nehmen und halt, um halt eben das bestmögliche Pet-Ergebnis rauszubekommen. Ne? Das hatte ich schon mal unseren Gildenleiter zukommen lassen, da kam leider gar keine Reaktion drauf. Ne? Dann hatte ich jetzt ihn die Liste jetzt schon mal zukommen lassen, so dass man vielleicht hier und da mal das Pad vielleicht wechseln könnte, weil wir halt eben ziemlich unterperformen für unsere Gilde gegen die Hydra. Da kam bisher auch leider keine Rückmeldung drauf. Generell muss ich sagen, habe ich schon hier und da viele Vorschläge bzw. Anmerkungen mal der Leitung zukommen lassen. Leider kam da bisher immer keine Reaktion, was auch nochmal meine Meinung eines zukünftigen Gildenwechsels nochmal verstärkt. Ne? Das ist ja eine Entscheidung, die ich schon seit Monaten immer mehr und mehr durchgehe und umso mehr ich merke, dass halt nirgendwo auch eine Rückmeldung kommt, umso mehr spiele ich halt auch immer noch weiterhin mit den Gedanken, aus der Gilde eines Tages mal auszutreten, weil man versucht schon ein bisschen hier und da mal seine Gedanken mit einfließen zu lassen und sei es alleine zwecks der Aktion, die wir schon mal hatten mit Davalon, wo wir hier Stufe 220 in 2 Stunden erreichen wollten. Da hatte ich unserer Gildenleitung auch schon mal Bescheid gesagt, dass wir jetzt einkicken werden und der aber wieder reinkommt für ein Projekt. Da kam leider auch nichts zurück und das sind alles so eine Sachen, die halt eben, als ob das Ganze nicht so interessant ist irgendwie. Ne? Und deswegen, eventuell sind da nicht mehr so die gleichen Voraussetzungen, wie ich mir das so vorstelle in der Gilde. Aber wie gesagt, das ist eigentlich Thema für ein ganz anderes Video. Da wollte ich jetzt heute gar nicht drauf zu sprechen kommen. Aber hat sich jetzt so ein bisschen ergeben, sag ich mal, durch halt eben, das Gildenpad, was halt eben auch eine Gildenaufgabe ist und wo halt eben auch die Gilde mit anpacken muss. So, ne? Genauso wie mit dem Elevator und sowas. Ne? Da hat man auch ganz gut gesehen, wie aktiv halt eben eine Gilde ist. Und ja, für mich der Ankerpunkt des Spiels, das A und O. Und wenn es da halt nicht so richtig stimmt, da kann die Gilde trotzdem irgendwie aktive Member haben, aber das sind halt mehr oder weniger Karteileichen so hier und da. Und deswegen muss man halt schauen, wie man halt eben zufrieden ist mit der Gilde. So, ne? Auf W50 ist ja das gleiche Thema bei uns. Wir haben ja auch aktive Spieler, ganz, 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 ganz viele. Ne? Aber trotzdem entscheiden sich hier und da immer mal welche, die Gilde zu verlassen, obwohl sie aktiv ist so. Ne? Und halt eben aus diversen Gründen so, ne? Die man natürlich auch irgendwo hier und da nachvollziehen kann, manche mehr, manche weniger, ne? Aber das ist ja von jedem die eigene Entscheidung, sag ich mal. Ne? Ja, und so spiele ich halt eben auch jetzt seit Monaten mit den Gedanken. Ist bei mir keine Kurzschlussreaktion, sondern ich lasse mir das sehr, sehr lange und detailliert durchgehen, weil das ist für mich ein großer Schritt. Und ja, aber wie gesagt, da komme ich vielleicht nochmal irgendwann eines Tages detaillierter nochmal auf das
Gespräch zurück. Heute, wie gesagt, soll es ja eigentlich eher um die Hydra gehen, ne? Aber das soll es auch eigentlich schon soweit gewesen sein. Wie gesagt, das ist eine sehr interessante Liste. Die habe ich mir jetzt auch kürzlich erst eingeholt, weil ich ja, bisher auch noch nicht genau auf dem Schirm hatte, welche Hydra-Stufe welcher Gegner ist. Was halt eben auch ganz interessant ist, ist halt eben, dass die Hydra teilweise auch eine der neueren Klassen beinhaltet, also nicht nur die 3 Basic-Klassen, Krieger, Magier, Kundschafter, sondern halt eben auch ein Battle Mage halt eben das erste Mal auf Hydra Stufe 11 vertreten ist, ne? Oder halt eben Assassine oder so, ne? Und das ist halt eben, ja, das muss man auch erstmal wissen, ne, damit man dementsprechend auch das Pad eventuell anpassen kann. Und ja, da könnt ihr euch auch gerne einen Screenshot machen oder so oder das Video pausieren, wenn ihr die Liste für euch selbst haben wollt. Ansonsten, die ganzen Listen habe ich her von der Discord-Taverne, falls ihr dem offiziellen Community-Server von Shakes and Fidget joinen wollt, dann geht das gerne über den Link tun. Die freuen sich auch immer gerne über neue Ankömmlinge und da kann man auch sehr viel Interessantes über das Spiel lernen und dort habe ich auch eben die Bilderchen her. Ne? Alles klar, Leute, das soll es soweit gewesen sein zu dem Video. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Ganze konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Und dann würde ich nur noch sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal.